Hallo und herzlich willkommen zu einem Video zu unseren Wendeschneidplatten. Heute geben wir euch einen Überblick über unser Sortiment und erklären, wie ihr die richtige Wendeschneidplatte für euer Projekt findet. Hier sehen wir eine Auswahl unserer Wendeschneidplatten. Diese Wendeschneidplatten bestehen aus einigen der härtesten Materialien der Welt, zum Beispiel aus Hartmetall, Zermett, polykristallinem kubischen Bornitrit, polykristallinem Diamant oder Schneidkeramik. Sie werden im Sinterverfahren hergestellt und bewirken eine Veränderung des Werkstoffes. Den Sinterprozess kann man sich wie ein Zusammenbacken von pulverförmigen oder granulierten Ausgangsstoffen vorstellen. Er erfolgt oft unter hohem Druck und großer Hitze. Wir haben Hartmetall-Wendeschneidplatten in den Ausführungen poliert, Titannitrit beschichtet und Titanaluminiumnitrit beschichtet in unserem Sortiment. Wendeschneidplatten besitzen meist mehrere Schneidkanten. Sobald eine Kante verschlissen ist, kann man die Klemmschraube, wie in diesem Beispiel, lösen, die Schneidplatte wenden und eine neue Schneidkante benutzen. Dadurch ergibt sich auch der Begriff Wendeschneidplatte. Die Wendeschneidplatte wird in die passgenaue Einfräsung gesetzt. Wir haben geschraubte und geklemmte Wendeschneidplatten im Sortiment. Hier ein Beispiel für eine geklemmte Wendeschneidplatte. Hier haben wir wieder die passgenaue Einfräsung, setzen die Wendeschneidplatte ein und ziehen diese fest. Von positiven Wendeschneidplatten spricht man, wenn die Schneidplatte selbst einen Freiwinkel größer als 0 Grad aufweist. Negative Schneidplatten haben dagegen einen Freiwinkel von 0 Grad. Bei den Wendeschneidplatten zum Fräsen bieten wir in unserem Sortiment positive Schneidplatten mit einem Freiwinkel von 11 Grad an. Diese sind erkennbar an dem Buchstaben P an zweiter Position in der Normbezeichnung. Diese erklären wir später noch genauer. Hier sehen wir den Freiwinkel von 11 Grad bei einer Wendeschneidplatte zum Fräsen. Bei den Wendeschneidplatten zum Drehen bieten wir in unserem Sortiment positive Schneidplatten mit einem Freiwinkel von 7 Grad an. Diese sind erkennbar an dem Buchstaben C an zweiter Position in der Normbezeichnung. Hier sehen wir den Freiwinkel am Beispiel einer runden Schneidplatte. Um die Eigenschaften der Wendeschneidplatten zu verbessern, also die Erhöhung der Verschleißfestigkeit, die Reduzierung des Gleitwiderstandes bei der Spanabfuhr und die Verbesserung der Wärmebeständigkeit, werden sie beschichtet. Dazu gibt es hauptsächlich zwei Verfahren: PVD-Beschichtungen und CVD-Beschichtungen. Beispiele für PVD-Titannitrit beschichtete Platten in unserem Sortiment sind die goldenen universellen Schneidplatten. PVD-Titanaluminiumnitrit beschichtet sind die schwarzen anthrazitfarbenen Schneidplatten, die sich für die Bearbeitung harter Materialien wie Edelstahl, Stahl und Guss eignen. Hier sehen wir eine Auswahl unserer Wendeschneidplatten zum Fräsen für Messerköpfe und Fräsköpfe. Bei den Fräswendeschneidplatten haben wir noch zusätzlich zu den bereits erwähnten Beschichtungen eine spezielle Beschichtung, nämlich eine Aluminium-Titan-Silizium-Nitrit-Beschichtung. Diese ist kupferfarben. Hier sehen wir sie eingesetzt in einen Schaftfräser. Diese Wendeschneidplatte ist für die Zerspannung von harten bis sehr harten Werkstoffen sowie legierten Stählen und Guss geeignet. Es gibt diverse genormte Schneidplatten. Diese sind normiert und können so durch die jeweilige Normbezeichnung wie in diesem Beispiel erkannt werden. Es gibt 12 Kategorien. Wir geben jedoch nur die Kategorien 1 bis 7 an. Hier an dem Beispiel dieser Schneidplatte können wir die Normbezeichnungen erklären.
Die erste Bezeichnung steht für die Plattenform, in diesem Fall die Raute. Die zweite Bezeichnung ist, wie vorher bereits angedeutet, der Freiwinkel mit 7 Grad. An dritter Stelle steht die Toleranzklasse, an vierter die Geometrie und an fünfter die Schneidkantenlänge, hier 11,6 mm. Die sechste Bezeichnung ist die Plattenstärke, in diesem Fall 3,97 mm. Und die siebte Bezeichnung, der Schneidenradius von 0,4 hier vorne. Zusätzlich kommen noch achtens die Schneidplattenausbildung, neuntens die Schneidrichtung, zehntens die Phasenbreite, 11. der Phasenwinkel und 12. die Herstellerangaben dazu. Um die richtige Wendeschneidplatte für euer Projekt zu finden, sind die folgenden Fragen zentral. Erstens, welchen Werkstoff oder welches Material möchte ich bearbeiten? Zweitens, welche Form hat das Werkstück, das ich bearbeiten will? Drittens, wie sind die Bearbeitungsbedingungen? Viertens, welche Oberflächengüte wünsche ich für die jeweiligen Formen? Fürs Drehen und Fräsen haben wir folgende Schneidplatten in verschiedenen Formen und Geometrien im Sortiment. Erstens Wendeschneidplatten für den universellen Einsatz, leicht erkennbar an der goldenen Farbe. Zweitens polierte und geschliffene Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Aluminium, Buntmetallen, Messing, Kupfer, Bronze und Edelstahl. Diese sind erkennbar an der silbernen Farbe. Sie haben extrem scharfe Schneidkanten mit hochpositiver Geometrie. Hier ein Beispiel mit einer dreieckigen Schneidplatte, die hier nach oben geht für einen exzellenten Spanabbruch. Drittens Titan-Aluminium-Nitrit beschichtete Wendeschneidplatten für harte und zähe Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl und Titanlegierungen. Diese sind anthrazitfarben. Hier sehen wir noch eine Auswahl an Schneidplatten zum Gewindeschneiden, also zum Außen- und Innengewindeschneiden und zum Abstechen. Daneben sind die dazugehörigen Abstechstähle mit unseren soeben beschriebenen Sorten an Wendeplatten: Gold, Silber und Schwarz. Hier sehen wir auch sehr schön die spezielle Geometrie und Zusammensetzung im Vergleich der verschiedenen Platten. Die Platten haben unten und oben ein Prisma, damit sie im Abstechstahl, der aus einem Stück gefertigt ist, optimal geklemmt und geführt sind. Wir hoffen, unser Erklärvideo zu unseren Wendeschneidplatten hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Infos zu unseren Wendeschneidplatten haben wollt, schaut einfach in unserem Onlineshop vorbei. Den Link dazu findet ihr unter dem Video.